Wir haben beschlossen, wir bauen uns einen neuen Webstuhl. Der alte Webstuhl war nicht mehr ganz topfit, also ab in die Ecke geschmissen und, da wir es ja schon einmal gekonnt haben, auf ein neues. Diesmal wollten wir die Fehler, die wir beim alten Webstuhl drin hatten, nicht wiederholen. Also erstmal ab in den Baumarkt. Wir benötigen eine Gewindestange für den Kamm später, sowie Unterlegscheiben und Muttern. Als nächstes brauchen wir natürlich eine Metallsäge, genau, für das Zuschneiden der Gewindestange. So, jetzt geht's an die Holzauswahl. Da gibt es nur eine ganze Menge, die Preise sind sehr unterschiedlich, es hat eine Weile gedauert. Am Ende haben wir den Verschnitt bekommen für 5 Euro einer größeren Platte. Multiplex 15 mm stark, das reicht an dieser Stelle aus. Und daraus wird der Korpus gemacht. So, wir hatten auch mal ungehuppetes Holz betrachtet, aber es ist zu viel Aufwand am Ende, weil der Webstuhl soll ja schön aussehen. So, und das ganze Holz, was wir dann gekauft haben, damit geht es dann ab nach Hause. Irgendwie. So, jetzt haben wir hier uns eine Schablone angefertigt aus Papier, die wir vorher am Drucker ausgedruckt hatten. Und diese haben wir auf das Holz gebracht. Mit der Stichsäge ausgesägt am Ende sieht das Endergebnis erst einmal so aus. Das kann man mit einem Schleifpapier oder ähnlichem dann verbessern. Wir hatten Glück, wir haben eine Handoberfräse, da geht das noch einfacher. Aus unserem Verschnitt habe ich dann die Halterung für den Kamm herausgearbeitet. Beim vorangegangenen Webstuhl war die Halterung noch nicht ganz perfekt, was Maßhaltigkeit anging. Also sie war maßhaltig laut Bauplan. Allerdings hat sich beim Betrieb herausgestellt, dass die obere Halterung für den Webkamm durchaus noch 2 cm nach oben gekonnt hätte. Das habe ich hier mit eingehen lassen und dementsprechend ist das hier auch ein wenig angepasst worden. Wichtig war mir auch ein bisschen Design, damit es nicht so eckig aussieht. Ich musste das später auch noch anpassen. Die Skizze hier ist noch nicht ganz das Ende, was dann dabei rausgekommen ist. Aber die Richtung stimmt. Jetzt sieht man auch hier, da muss noch einiges nachgearbeitet werden mit den entsprechenden Werkzeugen, die man links sieht. Stechbeitel, Hammer, wenn man hat einen Holzhammer, umso besser. Und Feilen und Schleifpapier. Das ist der Webkamm. Die einzelnen, man sieht es hier, die einzelnen Inlays habe ich, 4 Stück gibt es, mit dem 3D-Drucker hergestellt, weil es einfach schneller geht und einfacher ist und genauer ist. Ich habe das vorher auch von Hand gemacht, wegen authentisch und Holz, das ist mir auch lieber. Aber die Genauigkeit siegt an der Stelle und auch die Einfachheit und Bequemlichkeit. Auch die Zahnräder habe ich diesmal 3D gedruckt, aus den gleichen Gründen Einfachheit, Bequemlichkeit und vor allem Genauigkeit. Hier sieht man die fertig geschliffenen Teile, bereits zusammenkonstruiert. Ähm, ja, das fertige Resultat. Natürlich ist das Inlay jetzt noch nicht ganz komplett. 2 Dinge werden gerade noch gedruckt in diesem Moment. Und man sieht bereits die fertig zugeschnittenen Gewindestangen und wo sie einmal hinkommen. Die einzelnen Teile kann man hier sehr gut erkennen, wie sie später zusammenkommen. Auch dieses Stück stammt aus dem 3D-Drucker, ist das Gegenüber von dem Zahnrad, um auch hier einen guten Grip zu haben. Im Großen und Ganzen ist der Webstuhl soweit jetzt fertig. Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Hier sieht man die Konstruktion, die Verbindung zwischen dem Zahnrad und der Holzstange. Das Viereck ist relativ wichtig. Ich habe es vorher schon mal gezeigt im vorigen Video. So stellt man halt sicher, dass es wirklich sich nicht verdrehen kann und dass es stabil bleibt. Hier auch ein paar Skizzen. Nochmal die Schablonenvorlage
und wie ich sie dann in einzelne Teile aufgeteilt habe zum Ausdrucken, die man dann halt nochmal ausschneiden muss, zusammenkleben muss, um die fertige Papierschablone am Ende zu erhalten. Die kann man auch auf ein Stück Pappe kleben und dann nochmal ausschneiden. Da gibt es viele Möglichkeiten. Am Ende war der Webstuhl dann fertig und sieht genau so aus. Auch diese Plastikstücken hatten wir nochmal ausgedruckt. Das sind die Stopper für das Zahnrad. Und wie genau der gesamte Bauplan so erfolgt, das hat man natürlich in diesem Video jetzt nicht erkennen können. Es sollte auch nur eine Zusammenfassung sein. Das wird in den nächsten Teilen, die noch vorbereitet werden, in den nächsten Videoteilen genauer gezeigt werden. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und wir hoffen, dass ihr dran bleibt. Bis dahin.